Hallo Freunde, in diesem Video werden wir in die Welt der Finanzmärkten eintauchen und einen spannenden Vergleich zwischen Forex und binären Optionen anstellen. Wofür sollten Sie sich entscheiden, wie Sie Ihre Reise im Handel beginnen? Wir werden die wichtigsten Unterschiede, Vor- und Nachteile jedes der Instrumente aufschlüsseln. Finden Sie heraus, welcher Ansatz für Sie der beste ist und wie Sie Ihre Erfolgschancen maximieren können. Machen Sie sich bereit für eine spannende Analyse und los geht's. Der Link zu dem Broker, bei dem ich handle, ist in der Beschreibung. Viel Spaß beim Anschauen. Und fangen wir mit binären Optionen an. Wollen Sie sehen, wie ich in Echtzeit handle? Abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Dort mache ich regelmäßig Live-Handelssitzungen, in denen ich meine Gedanken und Strategien teile. Sie können mich dabei beobachten und Ihre Fragen stellen. Verpassen Sie nicht die Chance, der Link ist in der Beschreibung. Der Handel mit binären Optionen ist also der Handel, bei dem Sie den von Ihnen festgelegten Betrag riskieren. Wenn Sie also einen Handel eröffnen und dieser mit einem Minus abschließt, verlieren Sie den Betrag, den Sie in diesem Fenster angegeben haben. Also zum Beispiel, ich eröffne eine Position für eine Minute aufsteigender Kurse. In dieser Situation habe ich das Niveau gesehen, das wir durchbrochen haben. Sobald eine Widerstandsmarke durchbrochen wird, bewegt sich der Kurs meistens weiter. Als bestätigende Faktoren kann ich anmerken, dass der Käufer, als dieses Niveau durchbrochen wurde, eine gute und impulsive Kerze zu seinen Gunsten gab, was seine Dominanz in diesem Moment zeigt. Wenn der Preis nach dieser Zeit über meinem Einstiegspunkt liegt, werde ich 92% Nettogewinn verdienen, das heißt $92. Wenn der Preis am Ende der Zeit unter meinem Einstiegspunkt liegt, verliere ich die $100. Bei binären Optionen wird ein kleiner Zeitrahmen verwendet und wir suchen nach den schnellstmöglichen und kürzesten Abschlüssen. Also warten wir auf das Ergebnis. Apropos, mein Geschäft ist solide im Plus und ich habe $22 in meinem Handel gemacht. Lassen Sie uns eine andere Situation finden und alles genauer analysieren. Also, ich habe eine Situation gefunden, die ich ausarbeiten muss. Ich habe ein Geschäft auf der Oberseite eröffnet. In dieser Situation haben wir ein bestimmtes Unterstützungsniveau gebildet, von dem aus ich bereits bestimmte Reaktionen getroffen habe. Diese Reaktion sagt mir etwas über die Stärke dieses Niveaus. Bei der letzten Annäherung habe ich eine Doji-Muster gesehen. Das ist eine Kerze mit einem großen Schatten am unteren Ende und einem kleinen Kübel am oberen Ende. Sie sagt mir, dass es in diesem Bereich einige Käufe gibt, weshalb ich hier einen Pullback nach oben erwarte. Wie Sie sehen können, verwenden wir für binäre Optionen die einfachsten und schnellsten Strategien, die möglich sind. Zu den Strategien gehören der Handel anhand von Großniveaus oder der Handel anhand von Kerzenmuster. Der Auszahlungsprozentsatz bei der binären Option des BSR wird vom Broker selbst festgelegt und liegt nicht über 100%. Der durchschnittliche Auszahlungsprozentsatz schwankt also zwischen 70 und 90%. Das zweite Geschäft ist mit Gewinn. Ich konnte eine sichere Aufwärtsbewegung erwischen. Wie Sie sehen können, ein hervorragendes Ergebnis. Und mein Nettogewinn aus diesen beiden Geschäften beträgt bereits $184. Kommen wir nun zur Forex-Analyse. Bei dem Broker, bei dem ich handle, kann man sowohl mit Forex als auch mit binären Optionen handeln. Um Forex zu eröffnen, klicken wir auf Trading hier und wählen Forex MT5 Real Account. Lassen Sie uns nun feststellen, was der Unterschied zwischen Forex und binären Optionen ist. Der erste Unterschied sind die Auszahlungen. Bei binären Optionen sind die Auszahlungen festgelegt. Wenn also für binäre Optionen eine Einzahlung von 80% vorgesehen ist, erhalten wir in jedem Fall 80% netto, wenn der Handel im Plus abgeschlossen wird. Bei Forex hingegen hängt die Auszahlung davon ab, wie viele Punkte Sie die Position schließen konnten. Wenn wir zum Beispiel eine Position an diesem Punkt eröffnet und an diesem Punkt geschlossen haben, würden wir einen Gewinn erzielen, der sich nach der Anzahl der Punkte zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusspunkt richtet. Außerdem haben wir bei binären Optionen eine feste Zeit für einen Handel, während wir auf dem Forex in dieser Hinsicht völlig frei sind. Wir können Positionen sogar für eine Woche, einen Monat, einen Tag oder 15 Minuten eröffnen. Das heißt, es gibt keinen grundlegenden Unterschied, alles hängt von Ihrer Strategie ab. Lassen Sie uns nun über die Höhe des Geschäfts sprechen. Auf dem Forex hängt die Höhe eines Geschäfts von den Lots ab. Um das optimale Volumen der Position für Sie finden, müssen Sie das optimale Lot finden. Lassen Sie mich nur eine Situation auswählen, in die ich einsteigen kann, und dabei werde ich auch einige wichtige Punkte über Forex erklären.
Ich werde oft nach der normalen Rentabilität gefragt. Hier zum Beispiel fragt Hans, welche Gewinnprozentsatz gilt als normal? 10 bis 20% pro Monat sind ein gutes Ergebnis, aber es ist nicht so einfach, eine solche Stabilität zu erreichen. Wäre es so einfach für den Händler auf den ersten Seiten von Forbes landen. Ich teile alle Geheimnisse der Rentabilitätsberechnung auf meinem Telegram. Den Link finden Sie unter diesem Video. Ich habe also eine Einstiegssituation gefunden, der ich einen Abwärtshändler eröffnen werde. Bevor ich jedoch meinen Einstiegspunkt erkläre, sollten wir einige wichtige Punkte klären. Also, erstens ist es das Lot, das heißt das Volumen meiner Position. Ich habe also das Volumen meiner Position auf 50 Lots festgelegt, was $141 entspricht. Lassen wir uns nun den Take Profit und den Stop Loss einrichten. Was ist Take Profit und was ist Stop Loss? Also Take Profit ist Gewinnmitnahme, Stop Loss ist Verlustmitnahme. Nehmen wir an, ich eröffne an diesem Punkt auf der Unterseite. Ich werde meinen Take Profit im Voraus hinter dieses Niveau setzen und dann, wenn der Kurs auf dieses Niveau kommt, wird meine Position automatisch mit einem festen Gewinn geschlossen. Also ja, ich hoffe, das ist klar, Leute. Und Stop Loss ist im Gegenteil die Fixierung eines Verlustes. Wenn ich zum Beispiel meinen Stop Loss hinter diesem Niveau platzierte und der Kurs auf dieses Niveau kommt, wird meine Position automatisch geschlossen, aber mit einem festen Verlust. Mit dieser Funktion können Sie das Risiko und das Geldmanagement beobachten. Also das ist sehr wichtig, Leute. Ich habe also meine Position, meinen Take Profit und Stop Loss eingerichtet. Wie Sie sehen können, ist der Take Profit in dieser Situation so eingestellt, dass ich $500 verdiene, wenn der Kurs dieses Niveau erreicht und mein Take Profit funktioniert. Ich habe meinen Stop Loss auf diesen Preis festgelegt. Hier, wenn der Kurs diesen Wert erreicht, verliere ich $500. Also, ja, ganz einfach. Klicken wir jetzt auf Sell. Wie Sie sehen können, ist meine Position offen. Wir können sie in diesem Fenster sehen. Wie Sie sehen können, ist hier Stop Loss eingetragen. Und hier sehen Sie den Take Profit und den aktuellen Stand der Position. Lassen Sie uns nun feststellen, auf welcher Grundlage ich diese Position eröffnet habe. Zunächst einmal habe ich den täglichen Zeitrahmen analysiert. Auf diesem Zeitrahmen sehe ich, dass sich der Preis in einem bestimmten Kanal befindet, wobei dieses Niveau ein Widerstandsniveau ist und diese Niveau Unterstützungsniveaus sind. In dieser Situation sehe ich, dass der Preis auf das Widerstandsniveau ist und von diesem Niveau aus erwarte ich einen Pullback, denn von diesem Niveau aus habe ich schon einige Pullbacks gesehen. Öffnen wir nun den Stundenzeitrahmen, liebe Leute. Auf dem stündlichen Zeitrahmen sehe ich, dass wir hier einen scharfen Schuss hatten, der sofort von den Verkäufern ein wenig zurückgekauft wurde. Darüber hinaus sehe ich, dass sich darunter einige Unterstützungsniveaus befinden, auf die der Preis wahrscheinlich zusteuern wird. Lassen Sie uns auch den 15-Minuten-Zeitrahmen öffnen. Auf dem 15 Minuten Zeitrahmen sehe ich, dass die Käufer wollte höher gehen, aber er scheiterte, ein Teil der Kerze wurde zurückgekauft und dann überkaufte er die gesamte Kerze. Aber auch hier haben wir noch bestimmte Unterstützungsniveaus auf der Unterseite, die der Kurs wahrscheinlich ansteuern wird. Jetzt warten wir auf das Ergebnis des Handels und beobachten wir zusammen. Es gab also eine Abwärtsbewegung, mein Gewinn lag bei $50. Ich beschloss, die Position zu schließen, bevor der Take Profit erreicht wurde. Also, bestätigen und meine Position wurde automatisch geschlossen. Wie Sie sehen können, konnte ich mit einem einzigen relativ langen Handel $50 verdienen. Hätte ich die Position länger gehalten, wäre es gut möglich, dass ich noch mehr verdient hätte. Aber trotzdem ist auch dies ein gutes Ergebnis, Leute. Lassen Sie uns einige Ergebnisse zusammenfassen. So, das ist das Ende unseres Vergleichs und zwischen
Forex und binären Optionen. Also Leute, jetzt liegt die Wahl bei Ihnen. Jeder Händler findet seinen eigenen Weg in der Welt der Finanzen. Ich persönlich mag binäre Optionen wegen ihrer Einfachheit und Klarheit beim Handeln am meisten. Ich verstehe aber auch die Leute, die Forex gehen, vorzugeben, wenn sie aktuelle Signale erhalten und über alle Handelsnachrichten auf dem Laufenden bleiben wollen, sollten Sie meinem Telegram-Kanal beitreten. Lassen Sie uns gemeinsam auf den Finanzmärkten erfolgreich sein. Bis bald, Leute. Tschüssi.